Ich bin Melina und ich bin Teil von den Powers of Girls. Ich bin Pune und ich bin auch Teil der Powers of Girls. Also ich glaube, Pune wäre eine Katze, so in meiner Vorstellung, weil sie sehr eigensinnig ist und sehr spontan und sehr ehrlich. Melli wäre eine junge Löwin, Ui. weil sie immer alles irgendwie unter Kontrolle hat und immer so überall aufpasst und guckt, dass es allen gut geht, aber gleichzeitig auf jeden Fall auch Faustdick hinter den Ohren hat. Aber geil, beide so Katzen. Ja. Ja, sehr gut. Also es war relativ spontan, würde ich sagen. Ich glaube 2016 oder so sollten wir auf so einer Soli-Party spielen von Freunden von uns und dann hat der eine halt gefragt, ja, wie heißt denn ihr eigentlich? Und dann war Melli halt irgendwie so, ja, gute Frage. Wir saufen gerne. Powerpuff Girls sind irgendwie cool. Lass doch Powers of Girls machen. Also total quatschige Geschichte eigentlich. Ist so entstanden und ist bis heute toll. Ja. Ich glaube Kommunikation. Also sei es in unserer Beziehung, die wir jetzt irgendwie auch schon seit fast 15 Jahren haben. Wir kennen uns wirklich richtig lange jetzt schon. Und halt aber auch vor und während des Auflegens. Kommunikation, Ehrlichkeit, sagen, wie es einem Vertrauen geht. auch, ne? Ja. Also so niemand würde irgendwie der anderen so reinfuschen oder das Gefühl haben, die packt es gerade nicht, sondern man vertraut sich einfach und weiß halt, dass man zusammen funktioniert auf eine Art und sich wohlfühlt. Wie ist das dann beim Auflegen, wenn ihr jetzt wechselt ihr euch gegenseitig? Also wisst ihr genau, was ihr beim Auflegen macht, was die andere macht? Oder ist das auch alles sehr spontan? Das ist super spontan. Aber ich glaube auch nur diese Spontanität geht durch das Vertrauen. Also klar dingen wir auch zusammen Platten mal vorher und hören irgendwie zusammen, aber auch so Vertrauen in den Sound der anderen Person auch. Das ist super selten auch, dass wir jetzt vorher besprechen, was sind jetzt die ersten 5 Tracks oder so. Ja. Das ist, glaube ich, einmal vorgekommen bei einem Riesengig für uns, aber sonst eigentlich gar nicht. Ja, Okay, nice. Also überrascht man sich gegenseitig auch dann während. voll. Ja, man zeigt sich eigentlich gegenseitig Musik die ganze Zeit. Es ist so, als würden wir uns halt treffen und zusammen Musik hören. Ja. Das ist geil. Das haben wir schon erzählt. Das war diese Flora-Geschichte tatsächlich. Soli-Party. Das war irgendeine Antifa-Soli-Party und mit nur No-Name-DJs. Und Ja. das war, glaube ich, wie Melissa aus meiner Uni war so, ja, legst du nicht irgendwie auf? Also, ja, wir können das zusammen machen. Ich habe so ein paar Eigentlich Platten haben irgendwie. Ja. wir haben es eigentlich beide noch nie gemacht, aber dann machen wir das halt. Und dann ging es irgendwie direkt. Ja, und dann kamen irgendwie auch direkt die ersten Anfragen. Ja. Also, war ganz geil. Oh, nice. Ui, das ist schwierig. Ich glaube, zuhören, also auch im Sinne von, was wollen die Leute gerade auch auf dem Floor, also nicht irgendwie was bedienen, aber so empathisch sein und spüren, wie ist der Vibe gerade. Also und da auch reagieren zu können dann und auch vielleicht auf eine Welle mal mit aufzuspringen und nicht so starr den Sound, den man vielleicht im Kopf hatte vorher, durchzuziehen, sondern voll. ja, So ein bisschen flexibel zu sein. Genau, voll. Und auch mal irgendwie dann doch nicht nur in der Playlist, die man eigentlich extra für die Party gemacht hat, zu suchen, sondern also dann doch nochmal den anderen Stick, den man noch in der Voll. Hintertasche hat, auspacken. Und Oder mal eine B-Seite von der Platte, ist Ja. auch immer gut. ja. Ja, voll. Also ich brauche auf jeden Fall Abstand zu bestimmter Musik. Also ich würde sagen, es gibt nie eine Phase, wo ich Abstand zur Musik generell brauche. Aber es gibt immer mal irgendwie meinen Monat, wo ich einfach gar keine Lust habe auf elektronischen Sound und irgendwie gern Bands anhöre oder auch irgendwie klassische Musik oder ein bisschen Jazz. Ja. Und dann irgendwie gibt es einen Monat, wo ich irgendwie Bock habe auf Funk aus den 80ern, aus dem Iran oder sonst was. Aber es ist eher so Abstand von verschiedenen Genres, Ja, um das es dann hab ich wieder auch. neu für sich zu entdecken. Ne? Voll, das habe ich auch. Aber ganz ohne Musik, das habe ich, glaube ich, noch nie länger als 2 Tage geschafft, ehrlich gesagt. Sonne, wenn ich jetzt an Festival denke, Sonne, Safe Spaces, wo sich irgendwie alle wohlfühlen können. Und ja, ich glaube, das ist schon so die halbe Miete, dass sich die Leute wohlfühlen. Und beim Festival ist es die Sonne und in einem Club wäre es Licht. Also ich finde auch so Lichtsituationen auf Partys extrem wichtig, macht irgendwie ganz viel.
Und wenn Freundinnen da sind, das ist natürlich auch immer schön. Schon, wenn so die ersten 2 Reihen einfach so Ja. vertraute Gesichter sind oder selbst wenn man sie nicht persönlich kennt, es einfach zumindest wahnsinnig freundliche Gesichter sind. Und man nicht das Gefühl hat, irgendwie angegafft zu werden oder dass einem so auf die Finger geschaut wird, ob man das dann auch kann und so. Ja. Ich glaube, wir hatten schon richtig schöne Partys auch oder auch schöne Gigs. Keine Ahnung, wenn ich an so Closing-Momente denke, wo irgendwie eigentlich gefühlt der halbe Club schon zu Hause im Bett liegt. Da hatte ich teilweise auch meine besten Momente eigentlich. So. Ja.